Ich habe jetzt den Deckel vom Gebläseschacht draufgegeben, habe das Ganze verklebt. Jetzt habe ich da so einen 13 mm breiten Spalt, wo es dann, wenn man sich vorstellt, dass das dann die Windschutzscheibe ist, wird es da vorne rausblasen können über die ganze Länge. Danach habe ich jetzt lauter Querstreben gemacht und diese Querstreben sollen nachher die Rundung bilden für die Tachokuppel. Man kann sich das da ein bisschen vorstellen. Hier oben ist der Auslass für die Hauptluft. Die soll über die originalen Auslässe, Luftauslässe nach oben an die Windschutzscheiben blasen. Wie genau, das weiß ich noch nicht und werde ich mir noch anschauen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, dass das was gleich schaut. So schaut das aus, wenn der Tachohutzen oder das Grundgerüst vorher im Auto ist. Kann man schlecht sehen, weil das stark reflektiert. So möchte ich das machen. Die blauen Isolierbänder sind übrigens der Marker, wie hoch ich das Ganze bauen darf. Laut EMA-Regelwerk habe ich 4 cm Platz nach oben von den letzten Punkten von der Windschutzscheiben. Und ich habe so ausgemessen, dass ich Oberkante 3,5 cm habe. Das heißt, ich habe einen halben Zentimeter noch Platz nach oben. Aus meiner Sitzposition kann man recht schön erkennen, dass sich das an und für sich schön ausgeht. Ich sehe genau die blaue Linie noch, ich sehe fast eigentlich die Unterkanten, obwohl ich eigentlich nur Oberkante Platz hat und dann nur einen halben Zentimeter. Sollte es an und für sich schön ausgehen. Ich habe jetzt den Gebläseauslass bzw. Tachohutzen einmal in Polyesterharz ertränkt, weil ich mir Sorgen mache, dass da drinnen vielleicht irgendwie das Holz schimmelig werden könnte durch die Feuchtigkeit, die da durch die Klimaanlage entstehen könnte. Somit habe ich das einmal quasi imprägniert mit Polyesterharz. Genug für heute. Es ist ja schon 8:30, nein, 8:45. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich habe jetzt über das Grundgerüst einen Akustikstoff drüber gespannt und streiche das Ganze jetzt mit einem Polyesterharz ein. So, ich habe gerade mit Mario besprochen, dass ich die Lüftungsgitter vom TT, die normalerweise vor dem oder auf dem Armaturenbrett sitzen, die kommen da jetzt in die Tachohutzen. Die muss ich kürzen, beziehungsweise werde ich schauen, dass die Lüftungshutzen da in die Tachohutzen bündig verschwinden. Da habe ich jetzt schon mal aufgezeichnet in dem Bereich, was ich da verwenden möchte. Das kommt da in etwa da her und wird bündig sein am Anfang, dann leicht nach unten eingesenkt und dann da wird es dann in den Teil quasi glatt reinlaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wieder sind ein paar Tage vergangen, ohne dass ich am TT was arbeiten habe können.
Der TT ist rausgestanden in der Zwischenzeit und natürlich hat es geschneit. Ich habe ihn jetzt abgekehrt und eingestellt, damit er trocknen kann, und während er trocknet, werde ich die Dachkuppel weiter bearbeiten. Das ist die originale Lüftungsdüsen, die oben am Armaturenbrett ist beim TT. Die habe ich jetzt schon einmal gekürzt, damit sie das von der Länge her ausgeht. Weil mehr Platz habe ich leider nicht, weil ja da der Dachkarton auf dieser Seite reinkommt. Das heißt, die müssen gekürzt werden. Und damit ich die Ausströmdüsen irgendwo befestigen kann, habe ich mir jetzt so kleine Rähmchen gebaut. Die sind gerade am Trocknen mit dem Leim. Mit denen werde ich die dann einsetzen und verspachteln und dann werde ich die Konturen rund verschleifen. Ich hoffe, dass das schön ausschaut. Indem dass wir ein Dach drauf sitzen, sind die Originalkabel natürlich zu kurz. Jetzt haben wir so um ganze 40 cm verlängert, Originallänge. Und so schaut es jetzt aus mit 40 cm mehr. Die Luftauslese sind jetzt fertig verschliffen und waren eigentlich schon so weit fertig, dass man es mit Alcantara beziehen könnte. Jetzt bin ich drauf gekommen, damit ich den ganzen Dachokuppelteil aus- und einheben kann, muss ich die Seiten, die da drüber stehen, die eigentlich für den Gebläseteil notwendig sind, wegschneiden und dafür an die anderen Seitenteile anpassen. Sonst kann ich die Mittelteile nicht aus- und einheben, während die Gehäuse für die Tiefmitteltöner drinnen bleiben. Also weg damit. Das ist das beifahrerseitige Panel für Tiefmitteltöner und Mitteltöner. Als nächstes werde ich jetzt den hinteren Teil nur mit ein bisschen ein Kit aufspachteln und dann direkt danach werde ich den Teil dazu anpassen, dass sich das genau ausgeht. Vom Winkel her eine Schräge drauf machen, dass sich das mit der Windschutzscheibe ausgeht und da die Ausnehmung ausschneiden für die Dachokuppel. So, jetzt haben wir ein Kit da. Mit dem Kit werde ich den hinteren Spalt verschließen bzw. die Verbindung herstellen zwischen der Deckplatten und dem Steuerring vom Mitteltöner. Da hinten ordentlich Kit auftragen. Was zu viel ist, drückt es dann wieder raus. Das überschüssige Material jetzt dann nach unten rausdrucken, aber das werde ich dann einfach mit dem Finger unten dann abziehen. Den vorderen Teil machen wir mit Montagekleber. Da kann man nichts falsch machen, der geht auf. Gummihandschuh anziehen. Jetzt schnell das überschüssige Material auf der Unterseite streichen. Das ist richtig viel überschüssiges Material.